Ich hatte Panikattacken, ich hatte eine mittelschwere Depression, ich hatte Angst, mir tatsächlich etwas anzutun. Weißt du, was das war? Du warst im Hier und Jetzt. Ich möchte gerne wissen, was mein nächster Gedanke ist. Wenn du seit Jahren unter psychischen Problemen leidest und sie nicht lösen kannst, dann, weil du diese eine Sache nicht richtig verstehst und leider auch nicht richtig umsetzt. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam vielleicht die eine Übung an, die deine Gedanken tatsächlich zum Schweigen bringt, damit du anschließend die angestauten Gefühle fühlen kannst und letztendlich auch wieder loslassen darfst. Auch ich litt jahrelang unter psychischen Problemen. Ich hatte Panikattacken, ich hatte eine mittelschwere Depression, ich hatte aufdringliche Zwangsgedanken, die sich darum gedreht haben, anderen Kindern etwas anzutun, obwohl ich mich total davon distanzierte. Ich hatte Angst, schizophren zu werden. Ich hatte Angst, mich selber zu verletzen. Ich hatte Angst, mir tatsächlich etwas anzutun. Gott sei Dank habe ich all diese Dinge nicht getan. Und weißt du, was ich stattdessen immer getan habe? Und das tust du vielleicht auch. Ich habe gegrübelt. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mir den ganzen Tag gegrübelt. Ich habe den ganzen Tag gegrübelt. Ja, wenn man so möchte, bestand mein Leben aus Grübeln und sich Sorgen machen. Und weißt du, was ich in dem Moment mache? Oder gemacht habe, besser gesagt? Und was du vielleicht auch gerade machst? Ich kämpfe gegen etwas an, gegen das man nicht gewinnen kann. Denn mein Verstand schickt mir den ganzen Tag diese Gedanken und ich versuche mit dem Verstand, also das eigene, was mich stört, zu nehmen und gegen ihn praktisch weiter anzukämpfen. Das ist doch irgendwie merkwürdig, findest du nicht auch? Das wäre so ungefähr, als würde man sagen, ich kämpfe gegen meine eigenen Gefühle. Auch hier ist es der große Fehler, dass man sagt, ich kann doch nicht gegen etwas ankämpfen, das so ist, wie es ist. Eigentlich ist es die größte Form des Wahnsinns, wenn man sagt, ich kämpfe im Allgemeinen gegen das, was ist, an. Denn das, was ist doch jetzt, wie es ist. Erster Schritt also, wir dürfen verstehen, dass wir nicht gegen etwas ankämpfen können, das ist, wie es ist. Wenn ich den Gedanken XY bekomme, dann ist in diesem Moment ein Fakt, eine Tatsache, dass in diesem Moment der Gedanke entstanden ist. Das bedeutet also, solange wir uns auf dem Pfad bewegen, gegen das zu kämpfen, was gerade ist, haben wir praktisch im Vornherein sowieso schon verloren. Was ist jetzt das psychologische Problem, wenn wir zu einem Psychotherapeuten, einen tiefen Psychologen oder einen Verhaltenstherapeuten gehen? Was ist da jetzt dieses Problem? Das Problem ist einfach nur darin, und ich kann davon ein Lied singen, denn ich habe es selber erfahren, dass wir zu diesen Therapeuten gehen und der Therapeut nichts dafür kann, denn er arbeitet auf der Grundlage, so wie er es gelernt hat. Nun, da kann man ihnen ja auch gar keine Vorwürfe machen. Wenn wir in der Schule lernen, 2 plus 2 ist 4, dann ist 2 plus 2 4. Und er arbeitet eben auch mit seinen Techniken. Der Verhaltenstherapeut macht jetzt also eigentlich im Grunde genommen auf der Ebene des Verstandes dasselbe, was wir schon die ganze Zeit sowieso machen. Denn er versucht, den Verstand zu überlisten. Den Verstand kann man nicht überlisten, wenn man mit ihm diskutiert. Und das machen wir ja bereits, indem wir grübeln und uns Sorgen machen. Wir fangen zum Beispiel an, uns Gedanken zu machen in der Zukunft, wann wir das nächste Mal eine Panikattacke bekommen. Oder wann wir vielleicht das nächste Mal einen depressiven Schub bekommen. Vielleicht machen wir uns auch Gedanken darüber, wann wir das nächste Mal einen aufdringlichen, bizarren Gedanken haben. Oder wir machen uns Gedanken über unsere Gesundheit. Wir machen uns auch Gedanken, was in der Zukunft sein könnte, wenn wir alt sind. Fällt dir etwas auf? Das war mein erster Gamechanger. Ich setzte mich hin und machte mir Gedanken darüber, warum unsere Gedanken eigentlich immer nur in 2 Richtungen denken können. Nämlich in die Vergangenheit und in die Zukunft. Also begriff ich eines. Was ist denn eigentlich jetzt gerade in diesem Moment? In diesem Moment ist gerade Vergangenheit oder Zukunft, fragte ich mich. Nein, in diesem Moment ist das Jetzt. Ich versuchte herauszufinden, ob mein Verstand überhaupt im Hier und Jetzt denken kann. Und dabei merkte ich eines, er kann es nicht. Er kann im Hier und Jetzt gar nicht denken. Und weißt du, warum er es nicht kann? Ganz einfach, weil es so ist, wie ich es immer in meinen anderen Videos beschreibe. Deine Gedanken sind
nicht real. Deine Gedanken bist du nicht. Du bist nicht deine Gedanken. Warum bist du nicht deine Gedanken? Weil deine Gedanken von 5 Sinnen wahrgenommen worden sind im Laufe deines Lebens. Und sie haben sich in deinen Verstand innen drinnen aufgestaut. Jedes Mal in deinem Leben, wenn du irgendwas tust oder wenn du irgendwas machst oder einfach nur still da sitzt oder Fernseh schaust, konsumierst du praktisch Gedanken. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, ich muss am nächsten Tag die ganze Zeit über dieses oder jenes Ereignis nachdenken und es drängt sich die ganze Zeit auf. Stell dir einfach mal vor, deine Gedanken sind einfach Angebote. Sie kommen von Zeit zu Zeit und wir schauen uns an, was mit ihnen passiert. Aber wir machen etwas anderes. Wir identifizieren uns mit unserem Verstand. Und das hat einen Grund, warum wir das tun. Da kommt etwas ins Spiel, was extrem interessant ist. Nämlich unser eigenes Ego. Unser Ego ist nicht echt. Unser Ego existiert, wenn man so möchte, einfach nur in der Fantasie. Und das ist das Problem, was wir haben in der westlichen Gesellschaft. Wir glauben zu meinen, dass wir unser Ego sind. Natürlich nicht bewusst, aber unterbewusst. Jedes Mal, wenn unser Verstand uns Gedanken schickt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, fängt an, sich unser imaginäres Ego mit diesen Gedanken zu identifizieren. Das ist dann der Grund, warum wir unseren Verstand, der uns diese Gedanken den ganzen Tag, 60.000 an der Zahl so ungefähr, darunter leiden. Das ist der wahre Grund, weil wir glauben zu meinen, wir sind das Ego. Was ist das Ego? Das Ego ist nicht echt aus diesem Grund, weil es geformt worden ist. Es ist geformt worden von der Gesellschaft, von deinen Eltern, von der Schule, von Lehrern, von Autoritätspersonen, aber auch von dem, was du von deinen Freunden gelernt hast oder von sozialen Netzwerken. Alles, was du konsumierst, regelt, wie zum Beispiel, schau der Frau nicht auf den Hintern, das machen wir nicht. Schau mir ins Gesicht, wenn du mit jemandem redest. Diese ganzen Regeln. Wer böse Gedanken hat, wird zum bösen Mensch. Ja, ohne Arbeit. Ja, wer nicht arbeitet, der hat es auch nicht verdient, sich zufrieden zurückzulehnen. Diese ganzen Glaubenssätze, ne, ohne Fleiß kein Preis etc., formen dann unser imaginäres Ego. Dieses Ego wird jetzt zum Pseudo-Ich. Wenn das Ego sich mit der Geschichte des Verstandes verbindet, entsteht eine emotionale Reaktion aufgrund des Glaubenssatzes. Das hat jetzt folgenden Grund. Dieses Pseudo-Ich ist verbunden mit der Geschichte des Verstandes und das hat jetzt zur Auswirkung, dass eine chemische Reaktion in unserem Körper stattfindet. Also praktisch, wenn man so möchte, aus Hormonen, Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin fließt jetzt in unser Blut hinein, versorgt das Herz schneller mit Blut, der Magen wird leerer bei Angst zum Beispiel, ja, deswegen haben wir dann keinen Appetit und du kennst hier diese ganzen Vorgänge. Das ist auch bei den ganzen anderen Gefühlen so. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Wenn man also so möchte, ist unser Körper, wenn man so möchte, unser wahres Unterbewusstsein. Denn alle Emotionen, die wir irgendwann mal in der Vergangenheit gefühlt oder gespürt haben, werden praktisch im Körper abgespeichert. Man könnte also sagen, dass das Unterbewusstsein praktisch unseren Körper darstellt. Was würde jetzt passieren, wenn ein Therapeut zu dir sagt, ersetze den Gedanken, verändere den Gedanken oder vielleicht hast du das schon oft in der Verhaltenstherapie gehört, welche Beweise haben Sie dafür, dass Sie ein Versager sind? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass dieses oder dieses Phänomen in der Zukunft auftretet? Es ist doch relativ unwahrscheinlich, dass es dies oder jenes passiert. Der Therapeut versucht dich davon zu überzeugen, dass dieses oder jenes nicht geschieht. Aber im Endeffekt ist es dem Verstand doch egal, denn der Verstand ist ja gerade darauf konzipiert, nur in der Vergangenheit und in der Zukunft zu denken. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass ich festgestellt habe, dass der Verstand praktisch immer an Zeit gekoppelt ist. Der Verstand kann nicht ohne Zeit leben. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet, dass die Zeit, wie sie ist, in unserem Verstand stattfindet. Das bedeutet, wenn ich sage, ich habe gestern um 15 Uhr eine Pizza gegessen, dann ist es in der Vergangenheit. Interessant. Aber was ist denn eigentlich jetzt gerade? Ja, jetzt ist nur jetzt. Ja, aber gestern war gestern. Ja, aber wo ist gestern?
Kann man das fassen? War das jetzt? Wo ist das jetzt? Gestern gibt es nicht. Gestern war gestern. Das bedeutet also, wenn ich denke, gestern um 15 Uhr habe ich eine Pizza gegessen, dann denke ich das immer im Jetzt. Wenn ich in einer Stunde denke, ich muss in 2 Stunden zum Finanzamt und einen Termin zu machen, dann denke ich das aber auch jetzt. Wenn ich im Jetzt denke, was wäre, wenn ich im Alter alleine bin, dann denke ich es auch jetzt. Und wenn ich das in einer Stunde denke, dann denke ich es wieder jetzt. Das bedeutet also, wir denken unsere Gedanken von Vergangenheit und Zukunft eigentlich immer im Jetzt. Und der Verstand kann nicht wissen, was in der Zukunft ist oder in der Vergangenheit. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich wage zu behaupten, dass die Vergangenheit und die Zukunft gar nicht existiert. Denn wir denken sie zwar, aber wir denken sie immer im Jetzt. Aber wo ist sie im Greifbaren? Wo ist sie, wo ich sie anfassen kann, fühlen kann? Wo ist diese Materie im tatsächlichen Jetzt? Wo ist sie, dass ich sie sehen kann? Wo ist sie, dass ich sie hören kann? Sie existiert in unserem Verstand. Aber der Verstand ist aufgebaut auf das Ego, identifiziert sich auf das Ego. Wenn wir das alles nicht sind, wer sind wir dann am Schluss eigentlich wirklich? Ich bin ein unheimlich großer Fan von Sprichwörtern, Zitaten und Metaphern. Warum? Weil in ihnen fast allen immer die Wahrheit drin steckt. Und vielleicht kennst du auch dieses Sprichwort, wenn man sagt, im Leben wird mein Rucksack immer voller. Er wird immer voller und voller und voller. Was will uns dieses Sprichwort eigentlich sagen? Im Endeffekt steckt da die ganze Wahrheit dahinter. Denn alles, was wir im Leben erleben, staut sich in unseren Rucksack an. Unser Körper in dem Sinne, unser Unterbewusstsein. Da sind alle Erfahrungen drin abgespeichert. Kennst du dieses Beispiel mit dem Autofahren? Das erzähle ich immer gerne meinen Klienten. Du hast die erste Stunde beim Autofahren in der Fahrstunde und du schaust von dem ersten in den zweiten Gang, in den dritten, in den vierten, in den fünften und dann in den sechsten. Gut, heutzutage haben sie fast alle Automatik, denke ich, aber es gibt immer noch viele Menschen, die mit manueller Schaltung Autofahren lernen. Aber du verstehst, was ich meine. Am Anfang musst du dich bewusst darauf konzentrieren, wo der zweite Gang ist. Später schaltest du, unterhaltest dich, hörst Musik, bist gleichzeitig mit deinen Gedanken woanders und das Schalten geht scheinbar von alleine. Genauso ist es, wie wir das erste Mal Fahrradfahren lernen. Wir fliegen hin und können nicht die Koordination halten. Nach der Zeit fahren wir einfach, ohne darüber nachzudenken, unbewusst, weil alles in Fleisch und Blut übergeht. Das sind positive Dinge, die ins Unterbewusstsein reingehen. Aber es gibt auch sehr viele negative Dinge, die in unser Unterbewusstsein reinkommen. Nimm zum Beispiel Angst, Schmerz, Wut, Enttäuschung. Die ganzen Dinge, die uns widerfahren sind. Wir wurden verlassen, wir wurden betrogen. Und wenn es nur mal eine Beleidigung war, vielleicht wurden wir gemobbt. Alles ist in unserem Unterbewusstsein drinnen. Alles ist da drinnen. Alles ist da drinnen abgespeichert, genauso wie diese tollen Dinge, die wir gelernt haben, genauso wie diese Dinge, die uns große Schmerzen bereitet haben. Und jetzt denkst du dir vielleicht, was ist der Mensch nur für ein komisches Wesen? Warum hat er das alles abgespeichert? Was hat er denn eigentlich für einen Nutzen daraus? Der Mensch ist gar nicht manchmal so komisch von der Mutter Natur, wenn man es möchte. Der Mensch ist nur komisch, weil er keine Ahnung hat, wie er mit dem ganzen Zeug umgehen soll. Er hat praktisch keine Karte, er hat kein Navigationssystem, es hat ihm niemand in der Schule beigebracht und deswegen weiß er auch nicht, was die Funktion darunter ist, diese ganzen Emotionen zu haben. Es hat nämlich tatsächlich einen sehr und sinnvollen Sinn tatsächlich auch. Es sorgt dafür, dass wir diese schlimmen Erfahrungen, die wir erlebt haben, bitte nicht wiederholen sollen. Deswegen sendet unser Unterbewusstsein jedes Mal, wenn irgendeine Situation ist, die an der alten Situation uns erinnert, dieses Gefühl als Warnung, hey Juan, mach dies nicht oder sag das nicht. Du weißt doch, da bekommst du sehr, sehr schlimme Schmerzen und ich möchte dich davor bewahren, dass du das nicht nochmal bekommst. Also du siehst, das alles hat schon auch seine Funktion und ist total wichtig, dass wir das ganze Mysterium auch verstehen. Denn ich sage immer, wir kommen jetzt auch noch gleich zu dieser Übung, aber ich sage immer, wenn wir das nicht verstehen, dann helfen diese Übungen auch nicht. Und du darfst dir das bitte, wenn ich dir das gerade so erkläre, nicht so sinnbildlich, physiologisch vorstellen, dass dein Verstand ist organisch, da ist das Ego organisch und da ist das Bewusstsein organisch. Du sollst dir das sinnbildlich als Bild vorstellen, dass du der Beobachter bist, der diesen Abstand dazu hat, weil du das reine Bewusstsein bist, um das hier praktisch ein Sinnbild davon, von dieser Materie praktisch zu machen, um es zu verstehen. Denn wenn du es dann anschließend umsetzt
und es vorher verstanden hast, dann kriegst du diesen Aha-Moment, diesen Moment, wo du sagst, hey, das stimmt doch, was hat das mit mir zu tun? Warum bin ich damit so identifiziert? Kann ich das nicht wieder machen, so wie ich früher war, dass ich die Gedanken einfach ziehen lasse und sie nicht mehr an mir anhaften? Das heißt also, versteh das Ganze und dann kannst du es auch besser umsetzen. Wir haben jetzt also verstanden, dass diese ganzen Gefühle in unserem Rucksack, in dem Fall unser Körper ist. Und diese Gefühle kann man wieder loslassen. Das geht. Und wenn man sie wieder loslässt, dann kann man anschließend dieses Gefühl aufgelöst haben in den jeweiligen Situationen, wo es immer wieder auftaucht. Und dann fühlen wir uns auch wieder freier. Und das geht sogar mit allen Gefühlen. Bloß die Menschen, die scheitern immer daran und sie haben nicht einmal eine Schuld daran. Schuld daran ist eines: der Verstand. Der Verstand ist das Problem. Der Verstand hindert dich daran, diese Gefühle zu fühlen und loszulassen. Das hast du schon 1 Million Mal in deinem Leben erlebt. Du schaust dir meine Videos an, versuchst meinen Anleitungen zu folgen und sagst dir, der Juan hat gesagt, ich soll meine Gefühle fühlen, ich versuche sie zu fühlen. In dem Moment, wo ich anfange zu fühlen, kommt der Verstand. Was macht er denn? Wenn du dieses Gefühl jetzt erfüllst, drehst du durch. Du verlierst den Verstand, du reißt dir die Haare raus. Du springst vom Balkon. Ich halte das nicht aus, ich drehe durch. Oh Gott, was ist, wenn der Krankenwagen kommt? Ich werde nie wieder normal, das Gefühl geht nie wieder weg, ich verliere den Verstand. Kennst du all diese Gedanken, wenn du anfängst zuzulassen? Schreib's mir einmal bitte in die Kommentare. Interessiert mich wirklich sehr. Denn ich kenne es von mir selber auch und vielleicht ihr auch. Genau diese Gedanken. Vielleicht nicht exakt gleich, aber es sind immer diese Geschichten. Und das hat, wie du gerade schon bemerkst, sind diese Gedanken wieder in der Zukunft, richtig? Sie sind wieder in der Zukunft, stimmt? Ich drehe jetzt durch, ist ja auch schon in der Zukunft, weil der Gedanke in einer Sekunde in der Zukunft ist, wenn man so möchte. Es ist nie im Hier und Jetzt. So, und jetzt passiert folgendes Phänomen. Wenn der Verstand dir all diese Gedanken jetzt erschickt und du sie wahrnimmst und dein Ego jetzt so stark mit ihm verbunden ist, aufgrund des Gefühls, kommt der automatische Mechanismus des Unterdrückens, der Widerstand. Das ist der Widerstand. Und dieser Widerstand, der siegt. Er siegt, weil das Ego verbunden ist mit dem Verstand in der Zukunft. Also es wird zum Pseudo-Ich, ist reales Ich. In dem Moment kommt der Widerstand. Der Verstand stirbt seinen Tod, wenn man so möchte, wenn du in der Gegenwart wärst. Aber du bist nicht in der Gegenwart, weil du bist die ganze Zeit im Verstand. Und solange du die ganze Zeit im Verstand bist, ist das Ego im Pseudo-Ich. Und das Pseudo-Ich ist in der Zukunft und sagt, lass nicht zu, der Widerstand wird aktiviert und das Gefühl kann nicht gefühlt werden und anschließend auch nicht losgelassen werden. Das heißt also, das Gefühl kommt immer wieder hoch, der Teufelskreis staut sich auf. Und dann passiert es eigentlich auch noch, was wir jeden Tag immer so erleben. Wir erleben ja jeden Tag weiteren neuen Schmerz. Wir gehen ja jeden Tag auf Arbeit, haben vielleicht einen Chef, den wir nicht leiden können, der schnauzt uns zusammen, wir haben Probleme mit der Frau, wir haben Probleme mit dem Mann, wir haben Sorgen, wir haben Ärger, wir haben Geldsorgen, wir haben neue Sorgen, die stauen sich jeden Tag neu auf und der Rucksack wird noch voller. Wir wollen vielleicht wieder diese Gefühle fühlen, wir wollen sie vielleicht wieder spüren, um sie letztendlich loszulassen. Aber da kommt immer dieser Verstand und sagt dir immer, nein, aber wenn du fühlst, dann musst du ins Krankenhaus, dann kriegst du einen Herzschlag, dann wirst du krank. Was ist, wenn dies passiert? Was ist, wenn jenes passiert? Etc., etc. Und das wiederholt sich die ganze Zeit und du kannst letztendlich nicht heilen. Schließlich ist mir etwas klar geworden. Im Endeffekt leben wir Menschen wie in einer Matrix. Jetzt wirst du vielleicht sagen, oh je, hat der sich zu viel Fantasy-Filme angesehen, Matrix oder sonst was? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Ist aber im Endeffekt aber auch wirklich nicht so weit hergeholt. Denn wir haben doch alle unsere eigene Wahrnehmung. Ja? Im Grunde genommen sind wir alle irgendwo ein bisschen schizophren oder haben alle irgendwo ein bisschen an der Klatsche. Ein bisschen überspitzt gesagt natürlich. Warum? Weil wir alle die Welt auf unsere eigenen Bewertungen unseres Verstandes in der Vergangenheit interpretieren, wahrnehmen und daraus eine Assoziation schalten. Das bedeutet also, wenn ich an der Kasse bin und die Frau begrüßt mich unfreundlich und der Nächste sagt, ich finde sie aber sehr freundlich, hat jeder eine andere Wahrnehmung. Eigentlich war sie nicht freundlich und nicht unfreundlich, sondern sie hat einfach etwas getan im Hier und Jetzt. Und das können wir nicht verstehen, solange der Verstand aktiv ist. Wir dürfen also etwas machen. Wir dürfen den Verstand ausschalten. Wenn wir ihn ausschalten,
dann gibt es in diesem Moment nur reines Bewusstsein. Es gibt nur das Jetzt. Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt, im Jetzt, im Hier, im Jetzt, was ist jetzt? Jetzt ist jetzt. Und was ist jetzt? Keiner versteht's. Warum? Weil jeder den Verstand in sich innen drin laufen lässt und bewertet, was ist auf eine bestimmte Art und Weise. Das bedeutet auch für unsere Gefühle, auch für unsere Emotionen, die im Körper sind, praktisch, dass es das Unterbewusstsein darstellt. Wenn wir also anfangen, fühlen zu wollen und die Geschichte geht los, sind wir nicht im Jetzt. Da der Verstand auf Zeit gebunden ist und nur in der Zukunft und in der Vergangenheit denkt, müssen wir ins Hier und Jetzt kommen. Und wie geht das Ganze jetzt? Das ist jetzt die Frage aller Fragen und da wartest du schon so lange darauf, in diesem Video diese Übung zu bekommen, wie man ins Hier und Jetzt kommt, damit man seine Gefühle fühlen kann und anschließend loslassen kann. Bereits nach 14 Tagen, das verspreche ich dir. Und ich möchte auch, und ich würde es mir wünschen, wenn du nach 14 Tagen dieses Video wieder besuchst und dann unten drunter schreibst, wie es bereits schon bei dir gewirkt hat. Bereits nach 14 Tagen wirst du bemerken, dass du sehr, sehr, sehr viele Emotionen und Gefühle, die sich bei dir aufgestaut haben, wegen deiner Angststörung, wegen deiner Zwangsstörung, Depression oder egal, was du gerade so momentan in dir trägst, sehr stark aufgelöst haben. So. Kommen wir zu der Übung. Ich erkläre sie dir jetzt, wie du sie zu machen hast, auch jetzt hier gleich mit, hier jetzt, im Jetzt natürlich, machen kannst. Und dann schauen wir doch einfach mal, was passiert. Und ich möchte dich auch bitten, das wäre nett, dass du hier unten drunter das auch in die Kommentare hineinschreibst, was gerade mit dir passiert ist. Fangen wir an. Ich möchte dich jetzt gleich darum bitten, dass du die Augen schließt. Und wenn du die Augen schließt, sagst du dir mit Absicht, es sollte Ruhe sein, sagst du dir bewusst mit einem Gedanken, ich möchte gerne wissen, was mein nächster Gedanke ist. Wenn du das gesagt hast in Gedanken, wirst du anschließend sofort deine Aufmerksamkeit, nicht deine Gedanken, nicht dein Verstand, du bist Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit auf den Brustkorb lenken und dabei beobachten, wie dein Körper atmet. Und dann bleibst du in diesem Zustand circa 5 Sekunden oder 4 Sekunden und öffnest danach die Augen. Wenn du die Augen geöffnet hast, schaust du mich einfach an und verbleibst aber in dem gleichen Zustand, wo du mit deiner Aufmerksamkeit deinen Atem beobachtest. Hast du es verstanden? Gut, dann starten wir jetzt zusammen. Was war denn dein nächster Gedanke? Schreib's doch mal rein. Willst du wissen, was meiner war? Ich hatte keinen. Und bei dir? Ich hatte keine nächsten Gedanken. Weißt du, was das war? Du warst im Hier und Jetzt. Du warst hier, jetzt, hier. Hier. Und da gibt's nichts. Es ist jetzt, hier. Hier ist hier. Der Rest ist Verstand, Geschichten, morgen, übermorgen, gestern, in einer Sekunde. Ich muss jetzt auf die Toilette. Und jetzt, wo du mit dieser Übung aufgehört hast, hast du gemerkt, dass es wieder losgeht, ne? Richtig? Jetzt fängt er wieder an, ne? Jetzt fängt er wieder an, ist wieder im Autopilot, richtig? Jetzt fängt er wieder an. Du bist nicht mehr im Hier und Jetzt. Die Menschen, die unter Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, anderen psychischen Problematiken leiden, aber auch Menschen, die diese Probleme nicht haben, sind so voll mit diesen Informationen und den Stresspegel, den wir haben durch die Elektronik und Digitalisierung in dieser Welt, dass wir den Bezug zur Realität komplett verloren haben. Und dann wollen wir versuchen, mit unserem Verstand das, was nicht echt ist, mit Unechten zu bekämpfen, was nicht echt ist. Nur im Hier und Jetzt kann man heilen.
Und jetzt kommt das, was dich wirklich heilt, nämlich der zweite Schritt. Wenn du diese Übung jeden Tag machst, 14 Tage lang, wirst du bemerken, dass du diese Intervalle vergrößern kannst. Du machst diese Momente der Stille breiter, bis der Verstand wieder anfängt, wieder zu denken. Jedes Mal, wenn er wieder anfängt zu denken, sagst du dir wieder, ich möchte gerne wissen, was mein nächster Gedanke ist. Dann achtest du wieder auf deinen Brustkorb und bist im Hier und Jetzt. Dann verbleibst du da drin. Wenn jetzt Emotionen kommen, dann ist nur das Hier und Jetzt, ist Hier und Jetzt in meinem Körper. In meinem Körper ist das Hier und Jetzt. Hier. Und jetzt dann nimmst du wahr, was sie im Hier und Jetzt halt eben ist. Und wenn du wahrnimmst, was im Hier und Jetzt ist, dann kann der Verstand nicht mehr erzählen, was passiert, wenn was im Hier und Jetzt in der Zukunft ist. Verstehst du? Ich werde ins Krankenhaus gehen, ich krieg einen Kollaps, ich drehe durch etc. Aber im Hier und Jetzt ist das Hier und Jetzt. Und Hier und Jetzt ist immer jetzt. Und jetzt, wo ich mit dir rede, ist jetzt. Auch wenn du dir dieses Video in einer Woche und 2 Wochen, in ein Jahr, in 10 Jahren ansiehst, dann siehst du es dir jetzt an. Du siehst es dir jetzt an, auch wenn das Video vor 5 Jahren gedreht worden ist. Du siehst es dir jetzt an. Und wenn du es jetzt ansiehst, dann ist immer jetzt das, was jetzt ist. Und im Jetzt kannst du deine Gefühle fühlen. Und wenn dein Autopilot wieder losgeht und dein Verstand dir wieder Dinge erzählt, dann kannst du immer wieder ihn anhalten, indem du sagst, ich möchte gerne wissen, was mein nächster Gedanke ist. Und das kannst du auch tun, wenn es dir mal sehr, sehr schlecht geht. Wenn es dir sehr, sehr schlecht geht, kannst du diese Übung machen und wiederholen. Und ich verspreche dir, wie gesagt, nach 14 Tagen wiederholst jeden Tag immer wieder, so oft wie geht. Mehr ist immer besser. Und wenn du das immer wieder wiederholst, dann wirst du diese Erfolge relativ schnell in dir spüren können, wie sich das Ganze in dir auflöst und wie du das anschließend alles wieder loslassen kannst, damit du nicht wie ich damals diesen Leidensweg erfahren musst, wo ich in die Psychiatrie gekommen bin. Und das ist meine Geschichte dazu auf der Endcard. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.